Wobei ich wirklich schon sagen muss, es ist ein Riesensprung gewesen von Division 1 zu Division 2. Also Division 1... Okay, Satellite Feed Online. Da hat sich was ändert. Division 1 habe ich tatsächlich nur Kampagne durch und dann fand ich es langweilig. Die ganzen Erweiterungen danach habe ich nicht mehr gespielt. Das ewige Grinden ist schlimm, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mit 4 Leuten auf dem Teamspeak bist oder im Discord, hey Akuma, ist pünktlich wieder da, servus. Wenn du mit Leuten auf dem Discord bist, dann macht das schon Spaß, wenn du einfach so nebenbei quatschst. Ja, habe ich gar nicht mehr gespielt, Hartmann. Habe ich gar nicht mehr. Ist 82 eigentlich der Geburtsdatum? Der Geburtsjahr? Leute, es geht los. Incoming Transmission. Ja, doch ein bisschen aufgeregt gerade. Europe. PGI 18. Nee, Postleitzahl. Ah. Aber mit 82 bist du noch ganz schön jung. Bis 32. Oh, junger Sack. Ist das ein bisschen leise? Introduces a dynamic shift to third person and supports up to 16 players in enhanced multiplayer modes. Ghost Recon Advanced Warfighter improves the focus on team coordination and features actual military prototype equipment and weapons. Warte mal, ich stell mal Desktop-Audio hoch. 1 year later, Ghost Recon Sagt mir mal, passt das jetzt von der Lautstärke bei euch? Ich kann es nicht lauter machen bei mir. Hört ihr jetzt besser? Ist total leise. Ist gut jetzt, okay. Ich höre kaum was. Etwas wäre mehr gut. Ich habe es jetzt auf minus 5 Dezibel. Eben hatte ich es auf 6,1. So. Ich höre gar nicht. Ich höre ganz leise. Ich krieg's nicht lauter hier. Nun geht's. Okay. Soll ich die Facecam ausblenden oder soll ich die drin lassen? Wobei ich auch sagen muss, ich bin bei Ghost Recon, ich habe erst Wildlands, das erste Spiel, was ich gespielt habe. Alle Spiele davor, keine Ahnung. Kann man sich vielleicht mal noch angucken, wenn jetzt ein bisschen kleiner. Oh, das wird schwierig. And now, the future of Ghost Recon. Hey everyone, my name's Emil Dalbon. I'm a U.S. Army Green Beret. I've served with Special Forces for 14 years and have deployed all over the world. I'm also very proud to be a writer on a new Ghost Recon game. Being part of the Ubisoft team has been an incredible journey for me, and we are einfach mal die Lautstärke höher gestellt, die Penner. Our community, an experience that is going to bring players closer to real special operations missions than ever before. When we launched Ghost Recon Wildlands, we released an action-packed, open-world military shooter that can be played in ein bisschen hype bin ich gerade auch, obwohl ich eigentlich keine Verbindung zu dem Spiel habe. From beginning to end. We were completely blown away by your response. We are so grateful to our community that has grown to more than 15 million players. It's an honor. The stakes are high. Today, we're super excited to introduce a brand new Ghost Recon game to you. So let's get to it. Our story begins on a remote island in the middle of the Pacific Ocean called Aroa. The mythical golem was imagined as an artificial intelligence designed to serve and protect. Ich habe jetzt die maximale Lautstärke gemacht. Lauter geht's bei mir nicht. This self-driving vehicle crossed the entire United States without a human touching the wheel. The computer was creative. It outsmarted me every step of the way. Entrepreneur, visionary, genius. Jay Skell is planning to change the world. This is our first deployment of lethal drones. They have already saved countless. Machen wir jetzt einen auf Terminator und spielen gegen Skynet? From our new headquarters on Aurora Archipelago, Skell Technology will, quite simply, build the future. Ich glaube, wir wissen schon, ich weiß schon, gegen wen wir kämpfen. Ich glaube, gegen Skell Technology. Ich glaube, das wird der Bösewicht sein. Skell-Tech drones will enhance industries across the globe.
They will eliminate food shortages, heal the sick, and in time, erase poverty. Mr. Skell, critics claim that with new autonomous systems, we risk summoning the devil. What do you say to that? We combine AI and machinery to serve humanity peacefully. I am personally dedicated to Habe ich ja gesagt, Zukunft. Spielt ein bisschen in der Zukunft, ein paar Jahre. Scary. Machines that can act together and react faster than humans. They're cheaper and more efficient than any other measure. There's no doubt that swarm genau. surveillance Das haben sie ja schon systems gesagt, will ja. reduce crime on our streets. Da haben sie doch den Geschäftsführer von Scale Would Mr. Skell care to comment on the recent assassination of a political candidate by a lethal drone? Mr. Skell has no comment at this time. Ja, ich mag das mit den Maschinen. Ich mag Sci-Fi. Lethal, autonomous weapons are being developed and deployed without oversight or limitations. They are the next global threat. The UN must vote to enact sanctions on the spread of these weapons. We must act now. Was meinst du mit Heater? We've lost contact with Aroa. No way to reach Jay Skell. Yes, sir, I understand the risk level. We're sending them in. Keine Headshots. Ja. Ja, dann wahrscheinlich auch. The Ghosts are elite Spec Ops soldiers. The best of the best. Best But just of the how best. far can you push the Ghosts? How strong are they? How much can they take before they break? A breakpoint is a forced posture change. Shift from attack to defend. From defend to withdraw. From recon to survive. It is the moment when a unit has lost its combat effectiveness, when it is no longer able to fight. The onset of this inability to carry out a mission constitutes a breakpoint. This is Ghost Recon Breakpoint. In the past, the Ghosts had a plan. What if this time there was no briefing? What if this time the enemy expected them? Let's start at the beginning of Ghost Recon Breakpoint. Your call sign is Nomad, a ghost sent to Aurora. Nomad. You have been sent there for what seems to be a usual mission. But this is far from what is about to happen. Sci-Fi, Setting schon altes Sci-Fi, aber auch in Mathe alles, was mit Sci-Fi zu tun hat. Mir lieber als Weltkrieg und so. Titanfall und sowas. Ist das dasselbe Intro? From this point on, all of your military survival skills will be put to the test. As you make your way through this mysterious island, you will discover the majesty, the beauty and diversity of this brand new open world. From snowy peaks to sandy beaches, jungles, deserts, fjords, even a volcano. But you're not on Aroa to sightsee. Nestled in a beautiful archipelago and driven by the singular vision of accomplished engineer Jay Skell, they develop AI and autonomous drones. Skell's mission is to make the world a better place. But the road to hell is paved with good intentions. In the wrong hands, Aurora could turn into the most dangerous place on Earth. And it does. Hey. On Aurora, you are no longer the hunter. You are the hunted. And even worse, the hunters are a unit of elite Spec Ops soldiers gone rogue. They have the same training as you, the same experience, and they call themselves the Wolves. And they have taken over the island. The Wolves are the most formidable opponents the Ghosts have ever had to face. Not only have they taken over Aroa, they've also reprogrammed Skell's drones to become powerful killing machines. You're lost.
behind enemy lines. And your enemy is powerful and merciless. So, Ghosts, Die Maske can ist you mega. survive your breakpoint? Gameplay rüber. Oh, jetzt kriegen wir Gameplay. Also überlegt mal, wenn wir das hier in 4K und in 1080p streame, wie das aussieht. Wenn ich das hier in 4K spiele. Mega das wird. Ich muss einfach mal die Toilette. Okay. Ghost 1-1, this is Ghost Lee. I'm 2 mics out your location, but I got something bad's on my ass. Oh, schau dir mal die Pixelfehler das drin an. Ich glaube, das seht ihr gerade nicht. Weil ich auf 4K-Monitor, das sieht total pixelig aus. Ist das so schlimm mit dem Waffen? Oh. Oh, ja, hab ich auch gerade gesehen. Kopfschmerzen? Migräne? Doch, das wird Ingame-Footage sein. Die werden einfach nur das HUD ausgestellt haben. Das wird wie bei Uncharted oder so sein, dass du da so ein bisschen gescriptet dazwischen hast, aber das ist Ingame. Ich glaube, das ist Ingame-Footage. Ist auch Gameplay-Footage. Steht ja da. Da, Fokus, siehst du das? Man sieht auch Vierergruppen. Keine Ahnung, das haben sie noch nicht viel gesagt. Weil gesetzt sieht so aus, als ob du alleine spielst. Du bist doch der einzige Überlebende da. Gott sei Dank keine Tiere jagen. Achso, Entschuldigung, das habe ich nicht gehört. Haben gesagt, Solo oder in Vierergruppen, okay. Also, ja, Akuma hat es ja gerade gesagt. Haben sie gesagt, Solo oder in Vierergruppen? Habe ich überhört. Ghost Lead, this is Ghost 1-2. We're en route to your location. Da hörst du es. Da sind die anderen. Sind wahrscheinlich Überlebende von den anderen Hubschraubern, die abgestürzt sind. I got eyes on you, Ghost Lead. Copy. I see you. You got 3 bad guys closing from the rear. Das sieht schon grafisch mega aus. Was macht er denn da? Alter! Nothing to report. Total unauffällig. I'm gonna continue my search. Reconning for location. You have hostile to my right. Copy. On target. Ich glaube, das ist Konsolen-Gameplay, oder? Wie das aussieht. Ghost Lead, we're set. I'm bringing the fight to you. Be ready. Alle deine feuchten taktischen Träume. Get set, guys! Da sind die anderen. Good cover. Bravo team will set a diversion at the gate. Me and 1-1 will infill the camp through the rear. Copy.
Okay. Ich glaube, wir werden Spaß haben, oder Leute? Akuma? Ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. I got right. 3, 2, 1. Push up. Die haben einfach nur die Huts ausgestellt, deswegen sieht das so nicht aus. Das wird mega witzig. Ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen hin und wenn du kaufst es bei Instant Gaming, dann kriegst du es 40% billiger. Und dann kriege ich noch 2-3 Euro ab. Deal? Die Umgebung sieht mega gut aus. Wie gesagt, bei mir läuft es auf dem 4K-Monitor und dann ist es noch verpixelt, weil ich vermute mal, werden das nicht in hohen Qualitätsstream. Aber das wird mega aussehen. Ich denke mal, um die 40 Euro wird es kosten. Die normale Edition. Ich werde mir wahrscheinlich die Collectors Edition holen. Oder holst du sie eben bei Ubisoft mit 20% günstiger. Ah. Im Overlay von der Drohne haben sie gar nichts geändert. 1:1 aus. Bravo team, have eyes in your position. Toolauswahl mit dem, was so drohnenmäßig und so. So Fahrzeugdrohnen wären dann geil, weißt du, so und sowas. Oh, ich mag ja dieses Schleichen eigentlich. Nicht reinrennen und so. Dieses Schleichen und das ist eigentlich so mein Ding. Das kannst du nicht, richtig. Es sieht so mega gut aus. Sieht mega gut aus. 3 hostiles. That's an Alpha Stroke. Ich glaube, ich muss die alten Recon-Teile auch nochmal spielen. Ich glaube, ich laber zu viel, oder? Ihr wollt lieber das Gameplay sehen. Aber das Gras bewegt sich immer noch. Seht ihr das immer alles gleichzeitig in eine Richtung? Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist, das ist Konsolen-Gameplay. Kannst du etwas in Deckung gehen, danke? Set. I have the drone. Drone's out. Ghost lead. We're set. Let's move quick and quiet. Was war das denn? Seht ihr? Hitbox? Ah, okay. Hitbox hat da nicht so ganz funktioniert. Bravo team, you have hostiles inbound your location. Oh, schön die Eier geschossen. Für die Frau. Okay, deswegen hat es nur Altersfreigabe 18. Ja, es war seltsam gerade mit dem Schuss, aber ist ja eben noch Alpha-Gameplay. What the fuck is that? Okay.
besseren Gameplay, oder? Ne? Also irgendwie sieht die da mit der Waffe da so langsam. Spielen wir das auf Konsole? Nein. Ich denke so. Oh, schon wieder. Müssen wir mal. Müssen wir noch ein bisschen was machen, aber. Ja, auf keinen Fall bringen wir das nur auf Konsole raus. Der war ever. Das können sie gar nicht erlauben. Die haben auf PC so eine riesen... Okay. Die haben auf PC so eine riesen... Okay. Der hat den über den Kopf geschossen. Okay, du kannst die Leute dann irgendwie in die Deckung tragen und dann da wiederbeleben, oder was? Schönes Knie noch ins Gesicht. Aber sie hat sein T-Shirt mitgeheilt. Das war er. Hostile down. Ich hab's auch nicht verstanden. Shit. Ghosts. Ein bisschen was von Division. Okay. Jetzt sagt mir, dass es noch nächste Woche rauskommt und ich bin wunschlos glücklich. Everything you saw in this walkthrough was made possible thanks to one thing: experience. 7 years ago, we started Wildlands with a team of 30. We now have more than 1,000 developers focused on Ghost Recon. In the past 2 years alone, we've released 19 title updates. Breakpoint is bigger and better than anything we've done before. This new game puts you in the boots of an elite special operations soldier. And on Aroa, you'll need every bit of your training and experience to survive. The terrain has a real impact on your gameplay. It can be your enemy or your ally. You'll have to cross bodies of water and climb. Slopes will make you slide and tumble. But you'll have the agility and new skills. With the prone camo feature, you can truly blend into your environment, using your surroundings to escape or surprise your enemies. And to make the experience more immersive and intense, players can also suffer serious injuries. And depending on the gravity of the wound, players will need to adapt. Can they still aim their rifle? Can they run and escape? Fortunately, you will also be able to heal yourself, either on the spot or in the brand new bivouac. The bivouac feature will allow players to rest and refit in the wilderness with their squad and do what real special operations soldiers do. You'll have a wide variety of tools at your disposal.
You'll be able to cut through fences, unlock a drone that will allow you to sync-shot several targets, even in solo, or use a rocket launcher to take down enemies. But survival isn't only about fighting. It's also about stealth. You can pick up and hide the body of an enemy to remain undetected, or move your fellow wounded ghosts to safety. Finally, you'll be able to play as multiple classes, and will be able to change class at any time from the bivouac. 4 different classes will be available at launch, with more to come. The thinking behind many of these gameplay mechanics came from you, our community. Let's hear about how Ghost Recon Breakpoint has been inspired by your feedback. You have been our secret weapon in taking Ghost Recon to a whole new level. First, Ghost Recon Breakpoint will feature a new main story with hundreds of cutscenes, dialogue choices, and more characters for you to discover. The variety of enemies you'll face will keep things interesting, to say the least. There are many enemy archetypes with different abilities and weapons, and they're dangerous, like this armored behemoth that'll take strength and precision to take down. Enemy behavior has also evolved. If you get spotted, or if they become suspicious, your enemies will now coordinate together to take you on. Enemies will now always be on patrol throughout the world. A constant reminder that in Ghost Recon Breakpoint, you're the prey. And to take them on, you'll now have fan favorites and all new weapons at your disposal. The gunsmith will give you access to a ton of different attachments that'll have a lot more impact on weapon statistics and performance. And you'll have even more options for character customization. And yes, this does include bloused boots. You'll be able to explore Aroa on-road and off, by air and by sea. And there'll be more military vehicles to traverse this new world. Want to go fast? Take a Falcon. Want to plow through the jungle? Take a Fat Boy. Want to fight the wolves? Try a Locust. Of course, Ghost Recon Breakpoint is fully playable in solo and up to 4-player co-op. And we are happy to announce that PvP will be available at launch for all players. But that's not all. Battle Royale. You keep the same character throughout your whole experience in Breakpoint. This means you keep the same customization, the same skills, the same weapons, the same progression across the entire game. And this is just the beginning. Every 4 months after launch, we'll release a new major expansion episode to the game. It will include the very first raid in a Ghost Recon game. Here's a taste of what's to come. Okay, alle 4 Monate kommen Updates. Scheißegal, kauf mir den Season Pass. Raid. Oh. Das wird mega. Leute. A lot of people put tons of passion into the making of this game. But we could not have done it without you, our community. And so it is our pleasure to present to you our world premiere. Our announced trailer for Ghost Recon Breakpoint. Coole Präsentation, muss ich mal sagen. Er ist echt nicht schnell. Hi, Assi, Freestyle. Herzlich willkommen. Sieht extrem gut und interessant aus. I am a ghost, an elite soldier. Trained to strike my enemies before they know I exist. Death stalks me, but I survive. Overcoming any obstacle
obstacle. T-Shirt überall. Never surrendering. And with my brothers and sisters at my side, there is no fight we fear. Mega gut. Mega gutes Game. What? So when you take the life of my brothers, when you provoke me, it doesn't matter how powerful you are. I will burn your world to the ground. I'm a ghost too. I would expect nothing less. Das ist der von dem, das ist der Schauspieler von Punisher, gell? Heißt Nexi? Nee, altes Headset, aber ich hab das schon länger, ein halbes Jahr. Das mit dem Kabel auf den Sack. Das meintet ihr vorhin mit Punisher? Jetzt weiß ich das. Ah ja. Ghost Recon Breakpoint is here. So strap on your boots because you have a mission. Stay tuned to hear more. Asim, live from our studio. We'll be there to answer your questions. Pre-Order now for Beta Access. Wo steht mit 4. Oktober? Wo stand das? Wenn ihr vorbestellt für einen PC, wäre schön, wenn ihr das über Instant Gaming machen würdet. Also ist jetzt kein Zwang, aber da wird es eh billiger sein, 30, 40 Euro und ich kriege da immer 2, 3 Euro ab. AFK-Kind ist wach. Okay. Im Videostand. Okay, Entschuldigung. Jo. Alter, also das werden wir uns definitiv anziehen, oder? Hey guys, welcome to the Ghost Recon Breakpoint announcement post-show live stream from the Paris studio. My name is Grace. I'm one of your community developers. Guck mal, da stehen die Collectors Edition unten auf dem Tisch. And I'm joined here by two of our fantastic developers. Links die Ghosts, links die Wolves, rechts die Ghosts. Die werde ich mit. Die sind bestimmt teuer. Director of User Experience and Realization. So when we talk about user experience, I'm in charge. Jetzt kommen wahrscheinlich, sprechen sie nochmal. Weiß nicht, ob das für euch interessant ist. And for the realization part, it's more about the cinematic aspects of the game and making sure the full game feels cinematic. I'm Joe Gingras. I'm part of the game design realization team. In a nutshell, ja, und ich werde so der Medic und alles, also wenn man die Rollen so ein bisschen, also ich werde echt Medic spielen. Also komplett auf Medic gehen, wenn das möglich ist. Bei einem Division 1 zum Beispiel möglich. 6 Monate. Wann war das? 4. Oktober. Storyboards, sometimes it's going to be schematics, video reference. And we're also in charge of the documentation or the reference material of authenticity. So we spend time with Spec Ops and essentially document what we're going to be discussing with them. Whether we're going to bounce ideas or mimic scenarios, and then we're going to film them, photograph them, talk about equipment, tactics, and techniques. And in a nutshell, yeah, that's what we do. So you make sure everything feels good, feels like the authentic Spec Ops experience. Yeah. Very cool. So, in the chat, if you guys are on the Ghost Recon Twitch chat, you can type your questions in. We'll do our best to get to as many as possible near the end of the stream. Freitag, also wissen wir. So make sure that you are active there. We will also have a giveaway. We will have copies of Ghost Recon Wildlands, but these ones are special because... Die Olle war eben richtig gut, ja.
We have signed copies. These are signed by the man, the myth, the legend, John Bernthal, who plays Cole Walker, who you guys just saw. And it's also signed by the actor who plays Jay Skell and the male Nomad. So we'll have the giveaway towards the end of the stream, so make sure you stay tuned for that. And we will let you know when that is starting. So, before we dive into some more topics in depth, why don't we do a quick recap of what we just saw in the video. Ja, weil ich gut bin, weil ich immer so viele Zuschauer habe. Ich habe erst angefangen vor 2 We Wochen. saw there was a new mysterious open world in the archipelago of Aroa. Er benutzt doch CD. Ich habe in meinem ich mache mal den Ton mal ein bisschen wieder leiser. Ich habe in meinem PC nicht mal ein CD-Laufwerk tatsächlich. Ich habe, keiner meiner PCs hat, weder mein iMac noch mein MacBook noch mein PC hier hat ein CD-Laufwerk. Und ich brauche es nicht. Also ich habe ein CD-Laufwerk hier, so ein externes, so ein DVD-Brenner, aber ich habe ihn noch nie gebraucht. Yes. Yay. And of course, you will also be able to customize your experience. So Also, was sagt er? Holen oder nicht? Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Sollen wir das uns holen oder? Ich glaube, das wird ein Flop oder so. Ja, ich bin mir extrem unsicher. Du, meine letzten Hypes. Ja, genau. Und meine letzten Hypes waren leider alle sehr enttäuschend. Also Fallout 76 war ich extrem gehypt. Days Gone war ich extrem gehypt. Und die waren leider alle sehr, sehr... ich mach mal den Ton noch ein bisschen leiser. Ja. Was sei denn, will das jemand hören noch, was sie labert? Vielleicht kommt noch ein bisschen Material oder so. Ich war von den... nee, auf keinen Fall, das ist scheiße. Hat mich nicht gepackt, hat mich nicht abgeholt. Da waren so 2, 3 Grafikbugs und die eine Sache da, wo der so schief geschossen... Nee, lass mal, das wird nichts. Ja, nur noch mit euch quatschen, genau. Also es wird sich definitiv geholt. Also und Leute, es kommt ein Freitag raus. Also wenn ich da nicht noch krank geschrieben bin, werde ich mir das Wochenende definitiv Urlaub nehmen. Also ich weiß nicht, ob ich bis Oktober noch krank geschrieben bin. Vielleicht September wahrscheinlich. Oktober wird schwierig. Und Donnerstag ist Feiertag, der 3. Oktober. Snacksy, ich habe Red Dead Redemption auf PS4 angespielt. Ich fand's leider extremst langweilig. Ich schicke dir mal einen Link. Ja, ich bin ja fit zum Spielen. Nee, Snuckles, du darfst nicht sagen, du bist schneller fit. Du musst sagen, ich hoffe, du bist länger krank. Ich fand's Red Dead Redemption extrem lang. Ja, genau, Red Dead Redemption war auch ein Hype, der mich. Ghost Recon Reward bekommen. Was labern die hier gerade? Das ist doch hier Black Ice. But you will also be able to maybe hear some references to your exploits through some in-game dialogue in Breakpoint. So, let's get into the good stuff. Ja, ich habe relativ viel gespielt und dann bin ich mal im Stream fast 4 Stunden oben im Norden lang geritten, 3,5 Stunden, und in den 3,5 Stunden ist nichts passiert. Wenn es auf PC rauskommt, werden wir... Ja, ich denke mal auch, wenn du Rainbow Six Siege und sowas spielst, ist ja hier bei bei Wildlands genauso gewesen, da hast du ja auch Skins und sowas bekommen. Black Ice, die Waffe sah eben aus wie Black Ice, hast du nicht gesehen, Slow? Der Waffenskin. Und ich bin da oben lang und es ist nichts passiert. Wenn jetzt Red Dead Redemption im Juli, ich schätze mal im Juli irgendwann, für PC rauskommt, werden wir online spielen. Lass mir abwarten, ich will das jetzt nicht so weit hier. Ich will das jetzt nicht so weit breitreden. Es ist auch einfach nur schrecklich, wie die einfach das mit Online-Modus, du musst irgendwie, kriegst für eine Missionsbelohnung oder dann kriegst du irgendwie einen halben Goldbahn und für ein Pferd brauchst du 150 Goldbahn oder so. Oh, ich kann schreiben. Nee.
part of the beginning here was Hi, Paul. the image that we saw of the hero in the Predator movie covering himself with mud and then Das sieht so doof aus, was er da macht. going undetected by the enemy. So we sat down with our spec up consultants and tried to Das sieht come aber up mega with gut aus. something that could be our version of that. So we essentially studied what the urban prone position could, Auch schon dumme NPCs und and then also covering ourselves with the terrain. And so in the end, in the game, you can cover yourself with sand, mud, snow, leaves, and so on, and essentially disappear to your enemy. And this is a feature that's available. It's a skill that you have from the beginning of the Aber es gibt auf jeden Fall auch einen Beta-Access. Das hast du ja gesehen, wenn du es vorbestellst, kriegst du einen Beta-Access. Was ich mal gucken wollte, Ubisoft Store, ob die das da jetzt so ein Ubi... Sounds like you can set up some really cool scenarios there if you are able to plan enough. Store. Sag mal, müssten nicht die Chibis langsam mal kommen? Sollten die jetzt nicht im... So, jetzt gucken wir mal, Spiele. Alle... Nee, später. Spiele. Bald erhältlich. Bald erhältlich. So I can send you Haben sie noch nicht drin. dangerous work and then I Haben can sie leider noch send nicht you drin. after once you've sort of cleared it up. Yes. Very good. It's an unlockable item, so I mean, you have to have it to use it. Well, I will count on you to unlock it for I me. will be there for you, Grace. Thank you. So let's say maybe you mess up your approach a little bit. Again, has never happened to me. I've never messed up once. Joe, I know, has some trouble sometimes. It's okay. 11, 18. It happens to most of us. And let's say that they're a little bit more prepared than you anticipated. We saw during the show that there was going to be some pretty cool changes to the enemies in Breakpoint and that the wolves aren't working alone. So we will reveal a few more over the Ja, Beta werde ich aber definitiv auch mitmachen. Aber bei Division ja auch. Maybe we can touch on those three a little bit more. Yeah. Well, working with the wolves, there are also Ja, das kann man fast glauben, gell? That have been hired to take care of the security through the Ja, definitiv slow. And so what we saw, there are three different Definitiv Beta. archetypes. Hat mich auch nicht davon abgehalten, Division zu spielen. So there's the rocket gunner. So his role in terms of gameplay is to challenge the player to long distance. Ich weiß schon genau, wer das spielt. Stimmt, Slow? Das ist deiner, oder? Sniper mit einem Raketenlaufwerk. Mit einem Raketengunner hier. Was heißt auf unserem Server? Auf dem Clan-Server? Ja, Sniper mit dem Ding. Ja, war auch nett hier. Danke für das Follow. Aber schön, dass er jetzt noch zeigt, dass er noch Bilder zeigen. Ach, das sind die Gegner, Gegner-Typen. Flash grenades plus shotgun sounds like a very deadly combination. That can be cocktail. Yeah. Absolutely. And my favorite is the heavy. Edge Knuckles spielt Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Den haben sie doch 1:1 aus Division geholt. And you really have to be super precise about him. And the fact that he owns a minigun and that he can shoot at you, he controls totally the battlefield. And you have to wait until you. Der ist doch 1:1 aus Division. Or you can also try and co-op, you can take the aggro myself. I can try to flank him and shoot him while he's shooting at you, for example. Oh, thank you. So you send Joe in to die and then you sort of clean That's up the usually our strategy when we play together with Joe. I would love to see Either some he footage stays of in the this. back, playing a sniper. Ich habe einfach die ganzen Gegner aus Division, aus der Programmierung genommen und haben die rübergesetzt bei Ghost Recon. You are Ghost. So during the show, they mentioned that the enemies will start working together to take you down. Can you explain a little bit more about how that's going to work? Yeah, well, we made the AI evolve to provide a better stealth experience. So, if an enemy becomes suspicious, depending on the risk of the situation, either they will choose to stalk you at your last known position, or they might send out a radio call to call for reinforcement.
and then you only have a very short time frame to eliminate the radio caller before things get very messy and you're overwhelmed with all the reinforcement. The other thing is that last known position is handled very more realistically than before. The enemies really need to investigate to know where you are. So let's say like we're in a situation where you Trailer ist mega. and they noticed you, you really will Ich pack den auch see gleich auf meinen all the enemies Zweitkanal. go towards you to try Meinen to zweiten attack you. YouTube-Kanal. And they will have to find your last known position, and myself I can try to find them. So it sounds like it might be a good opportunity to cover up with some mud and get into some prone camo and maybe set up a situation. For you where it can be a good solution. Or even hide in the bushes, because this is what I really like. They don't matter. Die Collectors Edition sehen echt schon gut aus da unten. That's good. So let's say that they do shoot you and you mess 200 up Euro and you kosten. do get hit. It happens. Die werden richtig teuer sein. Sometimes, frequently. We saw in the presentation that there are going to be a lot of cool mechanics that kick in to really amp up that military survival experience. Can you explain a little bit more about how the wound tiers work? Yes, well, there's multiple tiers of wounds or injuries that you can get. And essentially, on the first tier, well, first of all, there's injuries and... Hey, du musst morgen früh raufstehen. Du kannst dir da die Wiederholung angucken. So your first tier of injury gets your ghost limping. Das ist geil, mit dieser Verletzung. His stamina reduced. Second tier, your ghost limps heavily and starts bleeding, and the aiming is going to start to become really difficult. Das ist mega gut. Tier, your ghost essentially stops running altogether. Chloroform hilft Paul. Limping, and he's doing all that with only his hand gun. Ja, Coffin, ich bin ich auch zu alt. Wie alt bist du denn? Eigentlich bin ich auch zu alt, um mich so schnell dafür zu begeistern. Aber ich lerne es auch einfach nicht. Ich lasse mich immer hypen. Noch keine 30. Oh, ist das süß. Noch keine 30. Komm mal in mein Alter. Komm mal in mein Alter. You feel so cool when you see that animation go off. So Joe, I know you worked a lot on those animations and making sure they felt real. Could you give us a little bit more detail on how that new system works? Yes, well, we've worked with our Spec Op consultants as victims. They showed us how this worked. This sounds very good. Yes, do you have footage of this? Well, we have. I can show you later. Thank you. We won't show it now, but yeah, well, essentially, and they also are the ones Ja. that trained our stunt actors that then performed. Sollte ich vielleicht auch machen, dann werde ich nicht so oft enttäuscht. Ist wie mit Beziehungen, weißt du? Lässt dich auf eine Beziehung ein und dann bist du am Ende enttäuscht. Ja, aber letztendlich sind ja alle Innovationen gemacht. Ich bin auch nicht der Fan davon, übelst mal das mega neue Gameplay reinzubringen und dann funktioniert es nicht. Ich im Moment aber auch, Paul. Weit über 50. Die ganze Bestrahlungsbehandlung und alles, das nimmt mich im Moment so mit, das glaubst du gar nicht. Mir tut alles weh. Mir tut der Rücken weh, mir tun die Knie weh. Ich komme morgens nicht aus dem Bett raus. Es wird aber alles nach der Bestrahlung besser, hatte man mir auch schon gesagt. Die haben auch gesagt, das wird während der Bestrahlung wird das übel werden. Ich bin durchgehend müde. Cool. So, can you customize your melee weapon? Oh, can you customize your melee weapon? Achso, ich bin Onkologiepatient. Bei mir haben sie im Dezember einen Krebs gefunden im Oberschenkel. Deswegen bin ich so lange krankgeschrieben. Der ist zigtausendmal operiert worden und jetzt kriege ich gerade Bestrahlung jeden Tag. Also ich muss jeden Tag morgen um 11 wieder. Muss jeden Tag hinfahren. Aber Gott sei Dank keine Chemo. Ich hätte gerne Chemo gehabt, dann hätte ich wieder abgenommen. Ich habe die 15 Kilo zugenommen. Okay, cool. Matthew? Myself, since I love cooking, I would love to have like a cooking knife. I'm more into knives than karambit. Also man kann Melee-Weapon, also die Nahkampfwaffen kann man customizen. Okay. Well, I like the party knife, which is what I call the karambit. The party knife. Well, what kind of party do you throw? Listen, I don't want to get into it right now. That's for the post show. Ja gut, dann brauchst du dich auch nicht mehr cammen. Wieso cammen? So we've talked a lot about who you're fighting against, but Wieso not who cammen? you're fighting with yet. Breakpoint will be fully playable. Sehen meine Haare so schrecklich aus? But what does the game look like for people who want to play it solo?
Also wenn du Chemo hättest, ja. Ja, es gibt ja unterschiedliche Chemos. Es gibt tatsächlich auch Chemos, wo du keine Haare verlierst. Ich hatte einen im Zimmer liegen, der hatte eine richtig heftige Chemo. Die ging 14 Mal A3 Wochen immer so ein Durchlauf. Also 14 Mal A3 Wochen. Und der sah aus wie Victor Sass aus Gotham. Keine Haare mehr, keine Augenbrauen, keine Wimpern, keine Haare mehr auf dem Kopf. Und der war gerade Anfang 20. Naja, nicht unbedingt. Chemo ist nicht, kommt auf die Chemo an. Es gibt ja auch Chemos, wo du nur jeden Tag eine Tablette nimmst. Aber es gibt eben auch Chemos, wo du 5 Tage ins Krankenhaus musst und übelst die Medikamente reingepowert kriegst. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, also er hat auch 25 Kilo abgenommen. Aber Chemo ist heftig. Das verfolgt dich. Ja, Endstadium. Gute Besserung zu sagen, ist dann wohl hat 18 Zyklen durch. Da bin ich, sag mal so, ich bin um ein halbes Jahr darum rumgequatscht. Das Ding ist so hochgradig aggressiv, was ich habe. Hätten sie das ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später entdeckt, dann hätte ich richtig Stress gehabt. Der Tumor ist tot. Okay, dann gute Besserung. Ja, Physiotherapie fängt bei mir morgen an, Gott sei Dank. Wir haben sie dann im Januar haben sie mir noch haben sie mir kompletten Bauch aufgeschnitzt, haben mir die ganzen Lymphknoten rausgenommen. Die haben mir dann im Februar haben sie mich ja nochmal operiert und haben mir den ganzen Oberschenkel aufgeschnitten und haben mir da ganz viel rausgeholt. Weil alles, was nur ansatzweise in der Nähe vom Tumor war, musste raus. Weil einfach die Gefahr bestand, dass da noch Metastasen drin war, die in 3-4 Jahren anfangen zu streuen. Und das Ding ist hochgradig aggressiv, also ganz aggressiv. Und leider auch selten. So sah mein Oberschenkel, das ist mein Oberschenkel 2 Tage nach der OP beim Verbandswechsel im Krankenhaus. Es geht wirklich von oben bis unten, bis unterhalb vom Knie. Cool. And the Panther, Master of Infiltration? Absolutely. That's my favorite, playing as a Panther. So stealth is really still very important in the game. Das war mein Bauch nach der OP. Da siehst du unten noch. And when you play the Panther, you can quickly engage at close range and you can retreat back to stealth anytime you want. So it's really, you come out of the shadows and you go back to the shadows. And now the Panthers, they have a smoke bomb that if anything goes bad, they can use this smoke bomb to vanish, disappear, and become invisible from the enemies for a few seconds. And then oh yeah. Oh, Eierkopf. War auch mal langsam Zeit für das Abo. Einer von uns, genau. Einer von uns. War auch langsam Zeit, solange wie du jetzt schon hier bist. Vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, dir gefällt es hier bei uns. Facialis Paris. Aua. Wie hast du das denn hingekriegt? Also nicht Aua, aber genau, Paul. Einer von uns. Alles gut. Ich hätte dich noch dran erinnert. Ich hätte dich echt noch dran erinnert. Bivouac is a safe place to rest and to prepare for battle. And when you So hab ich 3 Wochen in Münster gelegen. Oh, was machen? Also jetzt, so habe ich 3 Wochen in Münster gelegen. So sah mein, kann man es erkennen? Das ist mein Krankenbett. Ich habe extra die Playstation und einen Monitor mitgenommen. You'll find those bivouacs spread across all the islands of Aurora. Kann einfach so über den Tag. Aber war schon beim Neurologen, oder? Kann ja viele Ursachen haben. Auch CT und alles gemacht. Wahrscheinlich dann ja, dass es kein Schlaganfall ist. Ein Gefäß, was einen Nerv abklemmt oder so. Ich war heute auch beim Neurologen wegen meinem Bein. Haben sie mir Strom durchgejagt, haben sie mich hier oben punktiert, haben sie mir hier Nadeln reingesteckt. Da dachte ich mir, alter Schwede. Und haben da Strom reingeleitet, der unten rauskam.
decide at the beginning of the game and then we have to stick with it. You still keep lots of dann alles Gute. for your character. Von meiner Ex-Freundin, mit der ich noch sehr, sehr guten Kontakt hatte, ihr Freund nach mir, der ist jetzt 32, der war selbstständig, hatte ein eigenes Restaurant, war ein richtig guter Koch. Der hat vor 2 Jahren einen schweren, ja genau, jetzt bin ich Elektro, der hat vor 2 Jahren einen ganz schweren Schlaganfall gehabt. Der kann aktuell, ist der Pflegepatient, also sie pflegt ihn noch zu Hause, alles. Der kann keine 5 Meter ohne Rollstuhl, mehr als 5 Meter kann er nicht laufen, sofort Rollstuhl, hat ständig Krampfanfälle und so weiter. Mit Anfang 30, ey. Oh, das ist echt heftig, finde ich. Das tut weh. Der ist jetzt ständig in Kliniken und Reha-Einrichtungen und alles. So can you expand a little bit more on how we're making sure that balance is felt in the game by the players? It's true that with Breakpoint we are putting the mightiest enemies the Ghost has ever encountered. It's themselves, like the wolves were from a ghost. So the game can be very challenging. Ach, die Wolves sind ehemalige Ghosts, okay. As part of my job as a user experience director, I want the game to be accessible for everyone. Every player should be able to play. So we have 4 levels of difficulties that allow you to choose what fits best for you. So if you want a hardcore challenge, and I know you like it, Grace level, it's official. Yeah, we change it. We might call it Grace level of difficulty. Everyone will believe State of Grace. That's even better. So yeah, you can choose to have a very hardcore experience, and if you wanted to have something a bit more. Dienstag gibt es dann übrigens Rage bei mir den ganzen Tag. Also am Dienstag werden wir schön Rage 2 spielen. Das wird mega, da freue ich mich gerade schon drauf. We're coming up with good names here. Good tribute. But the good thing is that even if the 3 of us decide to play with 3 different difficulties or 4 different difficulties, it's still possible. We really want players to be able to play the way they want, and we don't want them to not be able to play all together. So it really sounds like you can make this the experience that you want to have, no matter sort of like, listen, I've got a great amount of skill, but should I want to, relax and take something a little bit easier, then if I should want to, I could play it on an easier setting. Not that I would though, because hardcore, Honor. Nobody will know, don't worry. Thanks. So we've covered a lot of the military survival features that will be in Breakpoint, but let's move on to the story and the setting. So there have been some hints laid out in the last few updates of Ghost Recon Wildlands, especially in the most recent one with Operation Oracle. We've seen the name Dienstag, Mittwoch habe ich komplett frei, da kann ich auch ab 13 Uhr. Machen wir das mal ab 13 Uhr fest, slow. Who is he? Who is J-Scale and what is his deal? So, what can I say about J-Scale Oh, without Paul. spoiling too much? Aber Füße kann da gut helfen. If you've played Ghost Recon Wildlands, you've seen some hints about his inventions in action. Wollen wir dann gleich nochmal ein bisschen Wildlands weiterspielen? Interesting figure because he's Bis 0 Uhr. brains, power, money, and he has enough to do incredible things. Like if he wants to create the world of tomorrow, that's what he actually does. He just buys a full archipelago in the Pacific Ocean, and he puts all of his company's skills to develop what would be the world of tomorrow here and bring all the families, all the facilities for them. And this character at the same moment has a sense of naivety and hope that I really like. The idea is that he wants to use this tech to help the world. And I'm sure that ends very well. How did you guess? I watched the trailer, I did. So his tech is being used, perhaps by not the nicest people. So we've met Walker before in Operation Oracle, and now we're seeing him a little bit more differently than what we've seen before. Can we talk a little bit about him without spoiling too much? Yeah. So if it wasn't clear, Cole D. Walker is an ex-Ghost. You've worked closely with him, and he's a very compelling character with lots of things. And what we wanted to do is to allow the players to spend time with him when he was on the other side, before we would have him as an antagonist. And we knew that John Bartle would be a great fit for him.
we've seen his movies. Okay, we've hört man seen sich beim Essen. Oh, scheiße. We've seen how much of badass pickups he can be, and we felt that it would be the perfect fit for the character. And the thing is that from what you will understand through operational recall where it's coming from. Yeah. But he has crossed a line that you are not ready to accept. It's not like it's all black and white and he's like super evil. He has a very different stance on the situation than you do. And he makes you his target, and you're going to make him your target, and it's going to hurt. And I can tell you just that he's willing to do whatever it takes to keep his hold on Oroa. Yeah, he's after watching the trailer now and having played Operation Oracle, it's really hits a little bit closer to home. So if you guys again haven't played it, it will add some context to what happened in the trailer. But since we can't talk about it too much, when can the community expect to hear a little bit more about Walker and his wolves? So of course, when you play the game, you'll get to learn much more. But we might come with a bit more details at E3. E3, okay. You guys heard it here. Ubisoft conference. June 10th. June 10th, Monday. Tune in. So we've talked about the people, so let's talk a little bit more about the place. What we've seen so far of Aroa, it's this vast, beautiful landscape. It's got a lot of diversity. Joe, could you talk a little bit more about where Breakpoint is set? Yes, so your archipelago, it's set in the middle of the Pacific Ocean. And it's this place where the most advanced architectural buildings meet with the wildest and most untamed nature. And to start off, the main island of Aroa itself is Eier, Kopf, bis die Tage. Wie gesagt, ich bin jeden Tag online. Ich bin echt jeden Tag online. Spätestens immer nachmittags, abends. Einfach Glocke aktivieren und dann einfach vorbeikommen. Würde mich freuen. Die Insel ist größer, als er aussah eben auf den ersten Blick. Tatsächlich. And so we used the actual inspiration of the Pacific Ocean islands with their dramatic terrain to create this extreme terrain that we're going to be exploring through the game. We actually had lots of fun to create this fictional island, and we worked with consultants to imagine what would be the world of tomorrow. And the whole island has its own logic. It's self-sustainable. Everything has a reason to be in the island. And I think that players will enjoy seeing how much details we've put in. Yeah, the logic between the different elements and how everything comes together, different operations that you have to do. It's really good. And since it isn't necessarily a real place, though it is based on a lot of real-world references, we have the freedom to maybe play with it a little bit more, potentially, in the post-launch. Gives us more flexibility to expand and grow in post-launch, add islands and whatnot. Even as you were saying, Wäre natürlich interessant, mal nochmal Ghost Recon Future Soldier zu spielen. See a few hints of where that's going. A few hints. Ja, alles gut. Slow, kein Stress. Kümmere dich um deine Prüfung. Rennt ja nicht weg. So how are players going to get around this massive world of Aroa? Well, there's multiple selection of vehicles. The Ghosts can reach their objectives via either air, land, or sea. And there's going to be a greater variety of military vehicles now. Very cool. So Aroa is where the PvE happens, but where does the PvP happen? Well, actually, the PvP also happens in Aroa. So the places that you'll get to visit in PvE, there will be, for some of them, similar, or there will be the exact same ones as you get in PvP. It's two different game modes, but it will be the opportunity for you to visit it in both modes. So that obviously comes into the shared progression that we announced between the PvE and PvP modes. Could you talk a little bit more about how that actually works? Well, we are really about, we wanted the players to be able to play
any way they want. So let's say you have a few Wir schreiben hours einfach dann auf WhatsApp. and you have your friends that are available. You can play in co-op. Ich habe die Termine für nächste Woche noch nicht. Ich weiß nur, dass ich Dienstag, Mittwoch frei habe, weil da das Gerät umgebaut wird. Oder repariert wird. Also wahrscheinlich frei. 100% weiß ich auch noch nicht. It's really up to you. But if you feel like playing against other players, building your team, but really showing your skills, it's something that you might want at any time, but you could be afraid of like losing time. Kein Battle Royale Modus, das wundert mich jetzt aber so ein bisschen. PvE, or if you spend time in the PvE, you might consider, okay, but I want to be fast and I want to be the first on PvP. So that's the reason why we decided to go for shared progression. All your customization will be available in both modes. So the way all your gear, all your weapons, the skills that you unlock, all of that will be available for both. So when can the community expect to hear a little bit more about PvP? So what's great is that the PvP will be this time at launch. Yay, we did it. Absolutely. Also direkt beim and Launch you'll be able PvP. to learn more about PvP at Gamescom. August. Yes. Okay, so we'll have more about PvP in August at Gamescom. So we've talked about sort of the launch of Ghost Recon Breakpoint, but I think we should touch a little bit more on the post-launch aspect of it. There will be obviously a raid, which is very cool, so that's something entirely new to Ghost Recon. Das T-Shirt ist bei ihr ein bisschen unvorteilhaft, das ist ein bisschen eng. Which will contain Danke. 3 episodes, and there will be. Oh, yeah, we got the roadmap on there, so you can see, generally speaking, when they're going to be released. Das ist aber cool mit den Episoden, weil dann hast du immer wieder Grund, das Spiel zu spielen. Too many details about that right now, but one of the things we really understood from our community is that you guys want a lot of content to engage with frequently, and so we very much have that on top of mind, that we want to give our players something fresh, something exciting to engage with all throughout year one. So we aim to start strong and keep content updated regularly. So, active volcano, raid, lava. Absolutely. Very cool. Can we maybe tease a little bit? Well, as you said during episode 1, we'll release our first raid for Ghost Recon. So it's a big thing for us, and we wanted to make the best raid possible. We wanted the players to, to give the players a reason to build the characters for their ultimate challenge. And since we're in the Pacific Ocean, we felt like it was the occasion to do the best, the more dramatic landscape possible. An active volcano. I don't think there's anything more dramatic than an active volcano. All the team was so excited to be able to develop this. And not only it will be a very, I would say, a new environment, but also a very threatening environment. But it will be also the place where you will meet the highest technology. Ich bin gerade echt ein bisschen gehypt, muss ich sagen. So prepare yourself, das Wochenende werde ich mir frei nehmen. Ich werde Sonntag auf Max-Level sein. Cargo-Bob, ja. Also ich werde... Extremely talented ghosts. Absolutely. We've got 3 right here. Come with trained friends. Yeah. But that's really the idea, since we're focusing a lot on the possibilities to develop your character. It gives you a reason to play more and more and get the best gear, the best elements possible to meet your final destination. Take on the ultimate challenge. Oh yeah. Nature itself. The teasing you get just from being in the map and looking at this huge cloud of ashes with this storm happening in there. It's you want to go there. Yeah, first thing you want to do. All right, well, I think we cover most of the topics that we die Urinflasche neben dem Stuhl und der Bucket-Eimer und dann wird durchgespielt. So, as a reminder, we've got 3 copies of the Xbox signed and 3 copies of. Es wird wahrscheinlich AAA-mäßig sein. So in the chat, 60 Euro. Type hashtag Ghost Recon. You will be entered in. It'll be first come, first served for these. So if all 3 of the Xbox are gone, then you'll take a PS4. Or, I mean, the value here, I think, is that Mr. Bernthal has indeed touched and signed these at some point in his life. So worth it. So while you guys enter in that, we'll give it about 5 minutes or so. Let's answer some questions from the chat. So number 1, Matt Radical is asking, is there a battle royale?
So right now, the full team is dedicated to shipping Ghost Recon Breakpoint. So there are no plans for Battle Royale. No plans for Battle Royale, okay. We'll see how the game Kann evolves. ja nicht, keine Ahnung, ich will das auch gar nicht haben. Warum habe ich denn? So I'm gonna butcher everybody's Twitch name. I'm really sorry. By Arias. Ja, aber Paul, wie gesagt, bei Instant Gaming wird es für 38, 39 Euro zu haben sein. Or not. So no AI teammates, if it wasn't clear at launch on Ghost Recon Breakpoint. So the idea is really a true lone wolf experience in solo, or up to a full squad in co-op. Aber 60 Euro finde ich für so ein Spiel, wo du so lange dran sitzt, absolut gerechtfertigt. Ist bei Instant Gaming noch nicht drin, ich habe gerade schon geguckt. Guck mal. Finde ich 60 Euro finde ich für so ein Spiel absolut gerechtfertigt, wie Division oder sowas. Absolut in Ordnung. Weil wenn du da auch 200, 300 Stunden dran sitzt, finde ich 60 Euro vollkommen in Ordnung. Also wenn ich bis dahin wieder mein normales Gehalt habe, werde ich mir wahrscheinlich, also kein Krankengeld mehr bekommen, werde ich mir wahrscheinlich sogar die Collectors Edition holen. Nicht mit der Figur, mit der anderen Figur. Ja. Zum Thema Future Soldier. Guck mal. Ich hab's auch gerade offen. Are just sort of tuning in, they're like, what is that? And then the community is just going wild. You can blast your boots. Yay. So Insanity Brick is asking, will there be franchise crossovers like in Wildlands? I'm not sure we're communicating on this right now. Maybe when we're closer to launch. The red dot lowers. Yeah. I see my boss right here that is ready to kill me if I say. He keeps doing this. I don't know what that means. No, but we have some pretty exciting ideas, so finger crossed. Fingers crossed. So Experiment 621 is asking, can you play the raid in solo? No, the raid will be 4-player co-op. It's like the toughest challenge. You have to build your team with you. Den Raid nur mit 4 Leuten spielen. Friends of yours. Can you color your boots? So. Yay! You can color. It's a challenge that Aber du kannst den Raid nur mit 4 Leuten spielen. So that we really maximize as much as possible all your cooperative skills. So you will really have to organize yourself, think through, and also prepare to improvise, if that's a thing, to prepare to improvise. But make sure that you know how to do your job on each side. So it's really like 4-player co-op experience. Communication is going to be very important. Oh yeah, so absolutely. Maybe hold some tryouts before. See which of your friends you like under stress. Before the raid. Yeah. And then we've got from Masterminded is the game. Die Deluxe Edition kostet bei Uplay 20 Euro von Future Soldier. Breakpoint builds on the great foundation of Wildlands, so it's a TPS when iron sights or when shooting, and players can choose if they want to shoot first or third person. Personally, I like to go third person. I like to go TPS. Even when you're sniping? Except when I'm sniping. Sniper headshot god Joe? You? Really? Yeah, when I'm just going around, all around shooting, go TPS. Hiding in the mud. So FGM_Guy Smiley is asking, will PvP be 4v4? So yes, PvP will be available at launch, and it will be 4v4 players indeed. And as I said earlier, we'll communicate a bit more on that. Ja, ist natürlich immer, geht mir ja genauso. August. You guys will get more Aber ich werde, wenn ich wieder arbeiten gehe, werde ich meinen Arbeitsvertrag auf 70% reduzieren. Einfach um mehr Zeit zu haben. Gut, ich habe eh nur immer 4 Tage die Woche, wo ich arbeiten muss, und werde ich aber auf 3 Tage reduzieren. So, I would say that Breakpoint is more a military shooter. So when you shoot an enemy in the head, it will die. Threatening. Oh yeah. Make sure you hit the heavy in the head as well. Oh yeah. Oh yeah. You need to practice that aim. So I think that's all the time for questions that we have. And before we head out, let's quickly sort of jump into what's the summer going to look like for Ghost Recon Breakpoint. We hope that you're eager for more information, and we are definitely excited to share more when we get closer to launch. So ich kann auch nicht posten, deswegen. During the show, our next major communication will be at E3, so make sure you tune into the Ubisoft conference on Monday, June 10th for some more reveals. Again, we said Walker and the Wolves might make an Die ganzen Pressekonferenzen von der E3 im Juni werde ich streamen. Ich habe dafür schon Ereignisse, wenn ihr wollt. Ich habe da schon Ereignisse angelegt. I think that's it. So
thank you guys so much Also for noch nicht joining alle, us aber on the stream. Special thank you to Matthew and Joe for giving us some details and taking a break from developing the game to come speak wir with haben us. Penn dann wieder ein, aber diesmal habe ich mit Facecam, penne ich mit Facecam ein. Es sind aber gar nicht so viele Pressekonferenzen mehr. Ich habe noch nicht alle eingestellt, aber... Recon on Twitter, and you can also join in the discussion on the official Ubisoft forums. So don't forget that Ghost Recon Breakpoint will be released on PS4, Xbox One, and PC on October 4th. We will see you soon. Ghosts. Thank you. Thank you. Thank you. Over it. Mega. I'm a little bit hyped. Ach, das ist der Trailer, den wir eben schon gesehen haben.